Hallo, willkommen zurück im Lamrim. Wir werden dieses rätselhafte Foto während der Klasse erklären. Lasst uns mit dem Tibetisch beginnen. Nebenbei, der Name dieser Klasse, dieses Abschnitts ist: Wir wissen niemals, wer die Leute sind. Und hier ist das Tibetische aus dem Lamrim. Wenn du diese Meditation aufrechterhältst, die ich dich zu schätzen gebeten habe, und die Tradition, an der ich so hart gearbeitet habe, nicht verlierst, beginne mit deiner Mutter in diesem Leben und denk, in wie vielen vergangenen Leben sie immer wieder und wieder deine Mutter war. Jetzt erweitern wir uns und wir haben ein Bild von sich erweiterten Wasserkreisen. Denk darüber nach, vergrößere nun die Vision, wie Wellen in einem Teich, wenn du einen Stein in die Mitte wirfst. Erweitere sie auf deinen Vater. Erweitere sie auf deinen Vater in diesem Leben. Mein Vater aus diesem Leben war in zahllosen Leben meine Mutter. Also erweitere sie auf deinen Vater. Beginne mit deiner Mutter in diesem Leben. Stell dir vor, dass sie unzählige Male deine Mutter war. Wenn du fertig bist, erweitere sie auf deinen Vater. Erweitere die Meditation auf deinen Vater. Dann erweitere sie auf andere Verwandte, Onkel, Tanten, Großeltern, wen auch immer. Dann nimm Menschen, die du nicht kennst. Menschen, die du noch nie getroffen hast. Keine Ahnung. Ich habe Nachbarn in meiner Nachbarschaft, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Ich mag sie. Ich meine, wir lächeln uns an, aber wir sind nicht verwandt. Sie sind für mich nur eine Art von neutralen Personen in meinem Leben. Das bedeutet, du bist darin gut geworden. Du hast Erfahrung. Sie ist geflossen. Es ist eine Redewendung in Tibet, die bedeutet, dass wenn du einmal gut darin bist und mit deiner Mutter und deinem Vater zu arbeiten und dann mit Verwandten und Menschen, über die du nicht viel weißt, dann bist du bereit für Tim, für Feind. Ja, dann bist du bereit für deine Feinde. Es heißt Ari in Sanskrit. Arihat bedeutet Feindzerstörer. Also, fokussiere dich auf deine Feinde, auf Menschen, die du nicht magst. Denk daran, dieses Ma ist nicht negativ. Es bedeutet, sie haben als deine Mutter gedient. Sie waren deine Mutter. Denk darüber nach. Bedeutet, nachdem, bis du zu dem Punkt kommst, an dem du es für alle Lebewesen tun kannst. Er erwähnt Tiere und Insekten nicht, aber das ist das, was Semkan in der tibetischen Umgangssprache bedeutet. Das ist auf Nichtmenschen ausgeweitet. Alles klar, diese Idee, die Meditation auszuweiten. Nun, ein sehr interessanter und berührender Einwand. Er versucht uns ein Auto zu verkaufen. Babonka Rinpoche versucht uns ein Auto namens Marché zu verkaufen. Erkenne, dass jeder deine Mutter ist. In jedem Verkaufsgespräch gibt es Einwände, richtig? Die Kunden haben Einwände. Für dieses Auto gibt es nicht genügend elektrische Ladestationen mitten in Arizona. Dann wird der Verkäufer entgegnen: Nein, aber da sind noch so viele Extras drin. Also hier ist der Einwand des Kunden. Der ist sich. Wenn jemand meine Mutter wäre, würde ich das wissen. Ich würde das wissen, komm schon. Wenn jemand mich 20, 30, 40 Jahre ernährt hat, mich aufgezogen hat, mir alles beigebracht hat, schau, ich bin nicht dumm. Ich würde sie erkennen. Ich würde es wissen. Und da ich diese Fremden nicht als meine Mutter erkenne, waren sie nicht meine Mutter. Wenn sie meine Mutter gewesen wären, würde ich dieses Gefühl ihnen gegenüber haben. Aber ich würde diese Verbindung spüren. Aber ich fühle die Verbindung nicht. Also denke ich, dass sie nicht meine Mutter gewesen sind. Und jetzt kommt das Verkaufsargument von Babonka Rinpoche.
Selbst ein Buddha ist nicht in der Lage, mit seinen eigenen Augen wahrzunehmen, dass jemand nicht seine Mutter gewesen ist. Mutter, nicht Mutter gewesen. Selbst ein Buddha hat nicht die Fähigkeit festzustellen, dass irgendwer nicht seine Mutter gewesen ist. Okay, da stimme ich zu. Du fühlst nicht, als wären sie deine Mutter gewesen. Du fühlst keine Verbindung zu ihnen. Ich verstehe. Aber Buddha tut das. Die Person, die alles sieht, sieht diese Verbindung. Ich verstehe, dass du keine solche Verbindung spürst. Ich verstehe, aber du bist einfach dumm und liegst falsch. Weil Buddha, der alle Dinge sieht, sagt, sie waren es. Also glaube nicht, dass wenn du keine emotionale Verbindung zu jemandem hast, sie niemals in einem vergangenen Leben deine Mutter waren. Denke nicht so. Die äußere Erscheinung kann täuschen. Es gibt Menschen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Und Menschen sind nicht, was sie fühlen. Ich möchte gerne dieses nächste Foto als Beispiel dafür zeigen. Hier siehst du mich mit Venerable Chigme und meiner Frau Veronika. Wir machen eine Anzahlung für dieses kleine winzige Café, das wir von diesem Pärchen kaufen. Dieses Ehepaar ist in ihren 70ern. Der Spitzname der Frau ist die Grille, weil sie ungefähr so groß ist. Als sie auf ihrer Hochzeitsreise waren, vor ungefähr 100 Jahren, hat der Besitzer von der Frühstückspension zu ihrem frisch angetrauten Ehemann gesagt, hey, verliere diese Grille nicht. Lass die Grille nicht aus deinem Bett hüpfen, sonst verlierst du sie. Danach haben sie das Café nach der Ehefrau Cricket genannt. Sie hat gekocht. Kannst du es weiter anzeigen? Sie war für die Küche verantwortlich. Und dann ist er an den Wochenenden aufgetaucht und hat den Menschen Kaffee ausgeschenkt. Er würde nur sagen, er ist an einen Tisch getreten, er ist sehr schüchtern und hat gesagt, möchten Sie noch etwas Kaffee? Ich habe mit den Menschen gesprochen, ich habe dort viel Zeit verbracht. Vielleicht ist er ein bisschen behindert oder es ist nur, sie haben ihm den Kaffee gegeben und gesagt, frag die Leute, ob sie noch etwas Kaffee wollen. Und später habe ich herausgefunden, dass er einer der führenden Astronomen der Welt ist. Er leitete das Observatorium, Lowell Observatorium, in dem sie Pluto entdeckt haben. Und er selbst hat die Atmosphäre von Pluto entdeckt. Und er hat Tausende von Asteroiden verfolgt, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Erde kollidieren. Und er hat das System erfunden, um sie zu verfolgen. Plötzlich dachte ich, er ist gar nicht der stumpfe Kerl, der nur Kaffee ausschenkt. Er ist ein weltberühmter Astronom. Er ist einer der größten derzeit lebenden Astronomen. Was ist die Lektion hier? Nur weil du nicht spürst, dass er ein Genie ist, heißt es nicht, dass er kein Genie ist. Nur weil es sich nicht anfühlt, als wäre jemand deine Mutter, sind vielleicht deine Gefühle falsch. Vielleicht ist dein Eindruck von dieser Person falsch und vielleicht ist er nicht so, wie du denkst. Und je älter du in diesem Leben wirst, Gelse kann das bestätigen, richtig? Desto mehr du erkennen kannst, dass du die Menschen triffst und du in einem komplett falschen Eindruck von ihnen hast. Schau, selbst die Mutter, die du in diesem Leben hattest, wir wissen nicht, was sie in ihrem nächsten Leben sein wird. Sie könnte ein Hund sein. Wir wissen es nicht. Sie könnte dein Schoßhund sein. Dein Haustier könnte deine Mutter sein, die zuvor in deinem Leben gestorben ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht verstehst du es nicht, vielleicht weißt du es einfach nicht. Du musst es so lesen. Das heißt, es gehört zusammen und bedeutet der echte, der authentische.
Das ist eine Redensart. Also es gibt auch Fälle, in denen Menschen von ihren Müttern getrennt werden und sie sogar nicht erkennen, wenn sie sie treffen. Ich habe neulich von dieser Frau gehört, die ihre Tochter zur Adoption freigegeben hat, ihr Sohn zur Adoption freigab, als er geboren wurde. Und sie sich später getroffen haben und miteinander Zeit verbracht haben und sie nicht wussten, dass sie Mutter und Sohn füreinander sind. Sie haben es einfach nicht gewusst. Und plötzlich haben sie es herausgefunden. Oh Gott, als es passierte. Wenn deine Mutter in diesem Leben gestorben ist, könnte sie als ein Hund, als dein Hund geboren sein. Und du würdest es nicht wissen. Du hättest dieses Gefühl nicht. Es gibt sogar Menschen, die von ihrer Mutter in diesem Leben getrennt werden, sie später wieder treffen und sie nicht erkennen. Also denke nicht, du müsstest sie erkennen. Denk an die Geschichte von der Nonne von Uppala Varma, was so viel bedeutet wie die Farbe des blauen Lotus. Dieser liebliche blaue Lotus. Und es gibt eine Nonne mit diesem Namen. Denk an die Geschichte von, das ist ein Teil eines Gedichts und es ist ein Teil eines längeren Gedichts, das ein Sutra ist. Dieser Teil besagt, dieser Mann isst seinen Vaters Fleisch und schlägt seine Mutter am Kopf, haut seine Mutter am Kopf. So bedeutet hier mit anderer Schreibweise, es bedeutet hauen. Ihr kennt die Geschichte, richtig? Eine Familie lebte nahe eines Teiches. Der Vater ging regelmäßig Fische angeln. Er hat den Fisch gegessen. Später, die Mutter hat das Haus sehr angehaftet. Dann sind beide gestorben. Sie hatten Kinder und starben. Sie hatten einen Sohn und sie sind gestorben. Und der Vater wurde als Fisch in dem Teich hinter dem Haus wiedergeboren. Wir hatten die Geschichte im Lamring. Wir haben euch schon die ganze Geschichte erzählt. Die Mutter starb und wurde als Hund des Sohnes wiedergeboren. Und der Hund war sehr auf das Haus fixiert. Er knurrte jeden an, der in das Haus gekommen ist, weil der Hund in seinem vorigen Leben die Mutter war, die sehr auf das Haus fixiert war. Dann heiratet der Sohn, er hat den Hund, er fischt noch immer im Teich hinter dem Haus, er fängt manchmal seinen Vater und isst ihn zum Abendessen. Sein Vater stirbt nochmals. Der Vater wird wieder im Teich wiedergeboren. Der Sohn fängt einen anderen Fisch und es ist wieder sein Vater und er isst auch diesen Fisch. Und noch obendrein gibt es einen Mann, der sich von seiner Ehefrau angezogen fühlt und mit seiner Ehefrau eine Affäre beginnt, woraufhin er diesen Mann tötet, weil dieser Typ sich zu den Geschlechtsorganen der Ehefrau hingezogen fühlte, wurde er als ihr Sohn in der Gebärmutter wiedergeboren. Also im Grunde isst der Mann zum Abendessen den Fisch, der Hund versucht den Fisch vom Teller zu stehlen und er schlägt den Hund, haut den Hund auf den Kopf, der seine Mutter ist, und er isst seinen Vater und er umarmt den Typen, der mit seiner Frau einen Seitensprung hatte, auf seinem Schoß, der sein Sohn ist. Dann kommt Maudgalyana und fragt nach einem Restessen für seine Bettlerschüssel. Und der Ehemann sagt ihm, dass er sich vom Acker machen soll. Und dann kommt ein anderer Mensch und sagt, hast du keine Ahnung, wer Maudgalyana ist? Er kann zu 1000 Planeten für ein Abendessen reisen. Er braucht dein Essen nicht, er will dir nur helfen. Übrigens, und dann erzählt er ihm die Geschichte, was in seinem Haus passiert. Wir kennen also nicht immer, wer die Menschen um uns herum in der Vergangenheit waren. Das sind alle möglichen Arten von Menschen in unserem Leben, die wir von früher kennen könnten. Ich habe Menschen getroffen, von denen ich dachte, sie waren meine Mutter und so ähnliches. Wir wissen es nicht, wir wissen es wirklich nicht. Alles klar. Also nun die Geschichte über die Nonne namens Uppala. Sie ist so faszinierend für mich, weil wir auch eine Nonne namens Uppala haben, die wir sehr lieben. Wie ich schon sagte, kannte ich die Geschichte nicht, also zog ich los und habe die Geschichte für euch gefunden. Was meine Aufgabe ist,
Ich genieße die Aufgabe und ich bin losgegangen und habe die Geschichte vom blauen Lotus Uppsala gefunden. Und hier ist ein Bild von diesem blauen Lotus für dich. Nur um dich in Stimmung zu bringen. Sie heißt Upplavana. Ich habe die Geschichte im Sutra namens gefunden. Ich liebe den Namen des Sutras, weil das Sutra der Weisen und Törichten heißt. Das Sutra heißt Weise Menschen und Dummköpfe, was ein wunderschöner Name ist. Ich finde, das wäre ein großartiger Name für jedes Buch. Also habe ich die Geschichte gelesen, sie ist extrem alt. Offenbar ist dieses Sutra sehr, sehr alt und es war sehr schwierig zu lesen. Einige Male habe ich unterbrochen und mir gesagt, das ist zu viel. Ich habe nicht die Zeit, die Geschichte zu verstehen. Aber ich habe mich durchgearbeitet und ich möchte sie euch lehren. Es ist wert, es ist wirklich wert. Also los geht's. Und ach ja, ihre Geschichte wurde in diesem Lamrim schon kurz zusammengefasst. Aber ich erzähle euch die ganze Geschichte. Also los geht's. Hast du gefunden? Tut mir leid, lasst uns weiter unten beginnen. Und dann 4 Absätze runter. 4 Zeilen auslassen. Lass uns die nächsten 4 Absätze auslassen. Gut. Also, diese Geschichte beginnt mit einer Gruppe von buddhistischen Nonnen, die an eine dienstältere Nonne herantreten. Diese anderen Nonnen gingen dorthin, wo die Nonne namens Blauer Lotus saß. Sie machten eine Verbeugung vor Blauer Lotus. Und sie zollten ihr ordentlich Respekt. Und sie sagten, wir möchten dich etwas fragen. Nächster Absatz. Wir haben ein normales Leben ausprobiert und es hat uns betrogen, bedeutet uns hintergangen. Wir haben versucht, eine Ehefrau zu sein, aber es hat nicht funktioniert. Also haben wir uns ordinieren lassen. Aber trotzdem fühlen wir uns noch immer zum Familienleben hingezogen. Zu Sex, Dingen, schöner Kleidung. Wir sind immer noch, aber mit diesen Ideen, mit diesen Gedanken. Hier gibt es ein antikes Werk, ein Gleshet heißt. Wir sind noch immer aufgebracht. Erinnere dich an die Definition von Geistesgift, richtig? Wir sind noch immer aufgebracht durch Gedanken der Anhaftung an ein Haus, einen Ehemann, Kleidung. Wir konnten dies nicht überwinden. Wir konnten nicht Moksha davon. Wenn du uns liebst, du Ehrenwerte, wenn du uns liebst, lehre uns bitte das heilige Dharma, um uns zu helfen, diesen Zustand der Anhaftung an unser altes Leben zu überwinden. Wie möchtest du es dann nennen? Indigo-farbener Lotus? Das ist nett. Indigo antwortet ihnen. Möchtet ihr, dass ich mit euch über Situationen aus der Vergangenheit spreche oder Situationen, die in der Zukunft passieren werden? Oder etwas, was heutzutage los ist? Was ist der Kontext? Möchtest du eine Geschichte aus alten Zeiten? Möchtest du eine Geschichte aus der Zukunft? Übrigens, zu diesem Zeitpunkt war sie ein Ahat. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, wie sie ein Ahat wurde. Sie ist also ein Ahat und sagt, möchtest du, dass ich über die Zukunft erzähle? Willst du, dass ich über die Vergangenheit spreche? Was möchtest du haben? Ich bin einverstanden, euch zu lernen, aber sagt mir, über welchen Zeitraum ihr sprechen möchtet. Lasst uns die Vergangenheit und Zukunft für heute vergessen. Gib uns etwas, was heute aktuell ist. Gib uns etwas, was heute gerade passiert,
und uns helfen kann, über unsere Anhaftung zu Ehemännern und Häusern, die wir gehabt haben, hinwegzukommen. Und wir bitten dich, unsere Zweifel zu befreien. Befreie uns von unseren Zweifeln. Sie antwortete: Anhaftung zum Weltlichen, Anhaftung an das Familienleben ist wie ein riesiges Feuer, ein gewaltiger Waldbrand. Es kann Berge und Täler niederbrennen. Es ist ebenfalls wie ein Familienstammbaum im Sinne von exponentiell wachsend. Eine Person gebärt ein Baby, diese Person hat 2 Babys, diese Babys haben 4 Babys und Verlangen tendiert dazu, sich selbst zu multiplizieren. Tim, hier ist das Wort für in Abhidhamma. Wir nennen es das Tor der Sinne. Aber in Wirklichkeit bedeutet es exponentielle Tür der Sinnesempfindung. Die Wahrnehmung eines Gegenstandes kann zu 1000 Gedanken führen. Aufgrund ihrer Anhaftung zu Dingen verletzen sich Menschen gegenseitig. Sie zerstören sich gegenseitig. Und wenn das über eine längere Zeitspanne andauert, dann fallen wir in die 3 niederen Reiche. Und es ist fast unmöglich, sich daraus zu befreien, wenn wir erst einmal in den niederen Reichen sind. Die Definition davon, ein Zuhause, einen Ehemann oder all diese Dinge zu haben, ist fast, als würdest du versuchen, Anhaftung zu praktizieren. Und die Angst, nicht anzuhaften, die Angst, Dinge zu verlieren, indem du das Familienleben lebst, studierst du Anhaftung. Und die Angst, das, was du besitzt, zu verlieren. Es ist ein ständiger Fluss von Wiedergeburt, Altern, Krankheit, Tod. Und die Ungerechtigkeiten der Regierung. Ich weiß nicht, warum sie das hier hineingenommen haben. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie die Steuer oder so. Ungerechtigkeiten der Regierung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich ein anderes Sutta darüber. Und nachdem du stirbst, hat die Anhaftung an dein Zuhause weitere Auswirkungen auf dich. Diese Auswirkungen setzen sich fort, nachdem du stirbst. Er sagt, selbst wenn du nur in die Hölle namens Revive, Wiederaufleben, fällst, entweder ist es ein Hinweis auf die Hölle Wiederaufleben oder dass diese Anhaftungen immer wieder selbst aufleben. Sie werden zu dir zurückkommen, egal wie. Sie werden andauern. Die Nachwirkungen von Verlangen in diesem Leben werden sich im zukünftigen Leben andauern. Sie quälen deinen Geist. Kurz zusammengefasst, ist das Familienleben für eine Frau wie ein Gefängnis. Das ist ihr letztes Wort darüber. Ich möchte heute hier aufhören. Tim und ich haben abgemacht, dass es schön wäre, euch manchmal eine Pause, eine kürzere Klasse zu geben. Also werden wir die Klasse hier abschließen und wir werden mit der Geschichte von Blauer Lotus, die Nonne, deren Name Blauer Lotus ist, fortfahren. Es ist eine Geschichte, die du nie vergessen wirst. Und das ist die Idee davon, eine Geschichte in Slamrim einzubauen. Wir sehen uns in der nächsten Klasse.